die ein Schüler in dieser Schule zu geben hat und zu erreichen hat. Fanafi Murid, die Einheit der Schüler, die Einheit des Schülers mit dem anderen Schüler, das bedeutet Frieden schließen. Kein Streit mehr, kein Dein und Mein mehr mit dem Schüler. Du bist ich bin du, Stufe ist das. Keine Trennung. Du bist Hans, ich bin Moses, gibt es nicht. Ich bin du, du bist ich, gibt es. Wer diese Stufe nicht erreicht hat mit seinem Nächsten, der Schüler mit dem anderen Schüler, er kann träumen mit der Einheit, mit dem Scheich, mit dem Propheten und mit Allah. Er wird es nicht schaffen. Der Schüler muss mit dem anderen Schüler eins sein. Und das ist die furchtbarste Stufe und Ziel. Das ist sehr steinig, dornig, sehr schmerzhaft, dem anderen Schüler zu sagen, ich bin du und du bist ich. Aber ohne dass man diese Stufe erreicht hat, kommt man nicht weiter. Du musst aufhören also mit dem Streit mit deinem Nächsten und den anderen herabzuschauen, zu diskriminieren und klein zu sehen oder klein zu machen. Es sieht so aus in der Gegenwart der Heiligen und der Meister. Jeder Schlag gegen den anderen ist ein Schlag gegen dich selbst. Je mehr du den anderen totschlagen möchtest, der Schlag kommt auf dich wieder zurück und du gehst auf den Boden und du kommst nicht mehr weiter. Du kannst nicht mehr aufstehen. Das ist der schwierigste Prozess. Wenn man das geschafft hat, mit dem Schüler eins zu sein, du bist ich bin du, dieser Prozess, wenn man gewonnen hat und das Ziel erreicht hat, dann wird es etwas lockerer. Dann ist dein Ziel, nächstes Ziel ist dein Scheich. Fanafi Scheich, wenn du Fanafi Murid gewonnen bist, du bist ich bin du, Stufe erreicht hast mit dem anderen Schüler. Ich bin Trudi und Trudi ist Eiche, Eiche ist Trudi, Trudi ist Eiche. Dann gibt es keine Leiche. Dann ist alles in Ordnung, alles lebt. Wenn alles nicht bebt, dann lebt alles. Dann kommt die nächste Stufe. Fanafi Scheich. Es wird dann nicht mehr so schwer. Mit dem Scheich ist es nicht so schwer wie mit dem Schüler. Mit dem Schüler ist es schwer. Wenn du geschafft hast nach Abitur, Universität, dann ist es lockerer, leichter. Das Schlimmste ist Abitur. Und bis zum Abitur zu schaffen, ist auch nicht einfach. Wenn du eins geworden bist mit dem Scheich, wer bist du? Der Scheich wird dich fragen, wenn er sieht, du bist schon so nahe gekommen, wie Auge
Angesicht zu Angesicht. So wie Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Laylatul Miraj in der Nacht der Himmelreise kam nah und näher und dann sagte Allah, jetzt stehst du mir, ich dir Angesicht zu Angesicht. Wir sind uns so nah, dass uns keiner trennen kann, dass uns keiner unterscheiden kann. Wer bist du, fragte er. Und Sayyidina Muhammad sagte, ich bin du. Wer bin ich, sagte der Herr. Du bist ich, sagte er. Es gibt keine Trennung. Das ist die Stufe, was Sayyidina Muhammad, der einzige Prophet, erreicht hat. Höchste Stufe. Kein anderer Prophet hat das erreicht. Wir können alles erzählen über Jesus, dass er Sohn Gottes wäre und Sohn Gott selbst. Das ist alles eine Lüge und Verleumdung. Weder ist Sayyidina Muhammad Sohn Gottes oder Gott selbst, aber er ist ihm nah. Er ist weder getrennt noch eins. Er ist mit ihm. Und diese Stufe, was er erreicht hat, müssen wir, weil wir ihm folgen, auf seinem Fußspuren sind, müssen wir auch erreichen auf unser Level, wie wir das verkraften können. Und das, bei jedem Schritt müssen wir das erreichen, also üben, bis wir auch dahin angekommen sind, wo Sayyidina Muhammad angekommen ist. Weil er nimmt uns mit. Aber solange wir das nicht geschafft haben, in der Tarika mit dem Schüler eins zu werden, den ersten Schritt nicht machen können. Er geht rein, uns lässt er draußen vor der Tür. Da steht draußen geschrieben an der Tür, wir bleiben draußen. Oder wir müssen draußen. Hunde dürfen nicht rein. Nur Menschen. Dann, wenn du das erreicht hast, diese Laylatul Miraj-Prozess, auf dein Level, auf der Level des Schülers, dass du dem anderen Schüler so nahe gekommen bist. Wer bist du? Ich bin du. Wer bin ich? Du bist ich. Das muss sein, das muss passieren. Sonst gibt es keinen Erfolg. Du bist immer draußen. Dann, wenn du das geschafft hast, eine Pforte öffnet sich zum anderen und das ist der Scheich. Die Gegenwart des Scheichs. Du bist in der Gegenwart des Schülers erstmal und das schaffst du noch nicht. Erst dann kommst du in die Gegenwart des Scheichs. Und je mehr du nicht abgelenkt bist, also Sayyidina Muhammad hat so vieles gesehen, 7 Himmel, 7 Höllen, 8 Paradiese durchgegangen, hat sich nicht interessiert für keins. Und er ließ sich nicht ablenken von den Bildern, die ihn umgeben haben, sagt Allah im Koran. Und du sollst dich nicht ablenken lassen von Bildern, von den Handlungen des anderen Schülers. Du sollst das Geheimnis Gottes da in ihm sehen und da an diese Geheimnis nachdenken. Mit seinem Geheimnis ist der Herr da, auch dann ist das die Gegenwart des Gottes in dein Level. Die winzige Gegenwart Gottes in dem Schüler. Da musst du erstmal rankommen. Ich bin du bist ich. Dann öffnet es sich. Je mehr du dich bemühst, kommst du nah und nicht ablenken lässt von deiner Umgebung und alles Ereignisse, öffnet sich der Scheich und dann stehst du vor dem Scheich, Angesicht zu Angesicht. Wer bin ich? Ich bin du. Wer bist du? Du bist ich. Bis dahin hast du geschafft. Dann eine andere Pforte öffnet sich. Sayyidina Muhammad, der Prophet, der meistgeliebte in der göttlichen Gegenwart. Ab da werden viele Sachen passieren, die dich ablenken werden, versuchen zu ablenken, zu verführen. Wenn du keinen Blick wirfst, kein Ohr schenkst, kein Auge schenkst,
das Auge, Ohr nur das Ziel ist, dann öffnet sich die Pforte des Propheten und du kommst Angesicht zu Angesicht mit dem Propheten. Das, was er erreicht hat, fängst du an zu erreichen. Du musst das immer, diese Angesicht zu Angesicht, musst du kommen. Und immer muss diese Frage gestellt werden, wer bist du? Und die richtige Antwort muss gegeben werden. Ich bin du. Wer bin ich? Du bist ich. Dann öffnet sich die letzte Pforte. Allah, Hanafillah, die Einheit im Herrn. Es wird immer eigentlich leichter. Schwer, aber schon leichter. Schwierigste Prüfung ist mit dem Schüler, mit dem anderen Schüler. Weil da wird immer gesickt. In Englisch bitte. Da gibt es so viele Sicken und Säcken, die stechen. Und das ist die einfachste Art und Weise zu erklären, diese 4 Stufen, die man zu erreichen hat. Und das ist auch die Stufe der Einheit, wo Allah sagt, Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Von mir kommt ihr, zu mir kehrt ihr. Das ist auch wieder zurückkehren, weil das war auch so. Richtung dieser Welt. Von Angesicht zu Angesicht Gottes zum Angesicht zu Angesicht des Propheten, Angesicht zu Angesicht des Scheichs und des Schülers, des Volkes. Wir sind unterste Stufe des Volkes. Angesicht zu Angesicht zum Volke stehen wir. Das ist unterste Stufe. Und unterste Stufe müssen wir arbeiten, wieder zurückzuverfolgen. Das ist Inna lillahi wa inna ilahi rajiun, auch das Geheimnis dieser heiligen Vers. Wir haben Pizza gegessen. Und 2 Sorten Pizza waren auf dem Tisch. Pizza Margherita und Pizza Funky. Und da gibt es die Geschichte von beiden. In der Sufi-Literatur neu. Neuzeitalter Literatur der Sufi. Pizza Margherita und Pizza Funky machten sich auf den Weg. Die beiden Pizzas. Der eine fragt erstmal zu dem anderen, du siehst aus wie ich, wer bist du überhaupt? Ich bin die Margarita, sagte er. Und wer bist du? Ich bin der Fungi, sagte er. Und was machst du hier? Was hat dich hier motiviert, sich auf den Weg zu machen und auf die Reise, wie ich? Ja, ich wollte wissen, wer ich bin. Ich wollte mich auf die Reise machen und wollte wissen, wer ich überhaupt bin, was ich bin. Man hat mir gesagt, ich bin die Pizza Fungi. Genau aus diesem selben Grund habe ich mich auch auf die Reise gemacht, sagte die Margherita. Was für ein schönes Zufall. Dann wollen wir uns hier Weggefährte sein und zusammen uns auf die Reise machen, nachdem, und die Antwort nachdem, wer bin ich, suchen, wollen wir. Tun wir es, sagten sie. Und beide gingen auf die Reise. Dann kamen sie in eine Stadt rein. Also wir müssen uns erkundigen, informieren, wer wir sind, was wir sind. Wer hat uns erschaffen? Wir haben keine Erinnerung, wo wir zuerst waren. Fragen wir den ersten Laden,
wo wir reingehen, ob sie uns kennen. Und sie gehen in einen Schuhladen rein und fragen, oh Meister der Schuhe, weißt du, wer wir sind? Und der Meister der Schuhe sagte, verpisst euch, ich kenne euch nicht. Und ihr stinkt. Also mussten sie raus. Dann gingen sie in ein anderes Laden rein. Des Schreiners. Oh, du Schreinermeister, weißt du, wer wir sind? Nie gesehen, sagt der Schreiner. Also, wir fanden auch da die Antwort nicht, kamen wieder raus. Dann gingen sie in einen Laden des Eisenschmieds, des Schmieds, Schmiedemeister. Oh Meister, weißt du, wer wir sind? Weiß ich nicht, sagt er. Die Antwort habt ihr nicht bei mir. Weiter so. Und so gingen sie von Laden zu Laden, klopften jede Tür, um Selbsterkenntnis zu erlangen. Dann gingen sie in eine Bäckerei rein. O Meister, o du Bäckermeister, weißt du, wer wir sind? Ja, sagt er. Ich kenne euch, du bist die Margarita und du die Fungi. Und sie freuen sich. Wir sind zu Hause, sagen sie. Wir fühlen uns zu Hause, wir sind angekommen. Oh du Meister, erklär uns bitte, wie wir so geworden sind. Was waren wir denn vorher? Wo kommen wir denn überhaupt her? Und der Bäckermeister sagt, zuerst müssen wir euch entkleiden, so dass du nicht mehr Margarita bist und du nicht die Fungi. Und alle Zutaten weg, 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 weg. Der Meister nimmt alles weg. So, und dann die ganz nackt. Nur das Teigstück. Was ist dann aus und was machst du mit uns? Sagen sie. Entsetzt und entstellt. Na, ich will euch zu eurem Ursprung zurückführen. Lasst mich das machen. Kein Widerstand. Aber wir waren so schön, wir haben so schön ausgesehen, habt ihr gedacht. Aber wenn ihr wissen wollt, wo ihr herkommt, dann lasst mich arbeiten an euch. Champignon weg, Käse weg, Tomate weg, die Soße weg, Knoblauch weg, was stinkt. So, und dann, ganz entblößt, stehen sie da. Sind wir angekommen? Nein, ihr seid jetzt die Teigstücke. So habt ihr vorher ausgesehen. Und ohne Meisterhand, würdet ihr niemals so aussehen wie Fungi oder Margarita und auch nicht zurückgehen können. Ich bringe euch wieder zurück zu eurem Ursprung. Du das eine Stück Teig, du das eine Stück Teig. Wohin mit euch? Ja, wohin mit uns? In das Hauptteig rein. Bumm. Zuerst war das ein ganzes Stück Teig. Dann ist eine Hand gekommen und ein Stück genommen, Tag. Ein Stück genommen, Tag. Ein Stück genommen, Tag. Funky, Margarita und so weiter. Aus diesem einen großen Teig wurden unendliche Teigstücke, um geformt zu werden zu etwas und einen Namen zu bekommen. Eigenen Namen. Aber zurückgeführt seid ihr alle ein großes Stück Teig gewesen. Mit Meisterhand wurdet ihr geformt und euch wurde einen Namen gegeben. Also wir alle sind dann Geschwister, ja. Es gibt keine Trennung, Funky, Margarita, Tono. Ihr seid alle ein Teigstück.
alle von demselben Teig. Kinder Adams. Und was waren wir vorher? Ja, ein Stück Samen, Weizen. Der Müller hat euch klein gemahlen und dann zu einem Teig gemacht. Der Bäcker. Und dann geformt. Dann geht ihr zurück zum Weizen und Weizen geht zurück in die Erde. Und die Erde, der Weizen, ist der Scheich. Scheich macht aus euch Mehl, Teig und Pizza. Funky, Margarita. Und auch der Weizen gehört selber in die Erde. Und die Erde ist Sayyidina Muhammad, wo alles rauskommt. Und die Erde wurde erschaffen von dem einen und einzigen Herrn, der Bauer. Und ja mal, möge Allah uns gutes Verständnis geben. Das war die Geschichte von Margarita und Funky. Hürmet el Habib Fatiha.